Fahrradfahren in Hamburg, das ist überhaupt nicht lustig. Aber das ist sehr entspannt hier. Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Ich bin hier heute in Hamburg im Kiss Bang Art Studio und das Wetter ist mal so richtig schön. Voll schön hier, guck mal. Immer wenn ich in Hamburg bin, ist das Wetter irgendwie hervorragend. Moustache hat eingeladen und zwar stellen sie heute ein neues Fahrrad vor aus dem Urban Cargo irgendwas Bereich und ich bin mal sehr gespannt, was das für ein Fahrrad ist. Ich habe es noch nicht gesehen und wenn ihr dieses Video seht, dann ist das Embargo auch vorbei. Also ihr könnt mich begleiten bei der Vorstellung eines neuen, brandneuen, nirgendwo gesehenen Fahrrades. Also viel Spaß! Jede Veranstaltung ist gut, die mit einem Kaffee startet. Thanks for your time. Cool that all of you are here. Meanwhile, we met Clément, the marketing manager of Moustache Bikes. That's the first and a half. The second one exactly launch we do in Germany. So we are really pleased to do it because it's a market which is really important for us. Ich glaube, ich weiß, was dahinter ist. Das wird ein Longtail sein. We often think that we think, we live, we breathe, we sleep e-mountain bike and e-bikes in general, and that's making a big difference because the development process is really a big part of the brand DNA. We wanted to not be influenced by any other brand. We wanted to start without preconceived ideas or really start with a blank sheet. And that led to the Landy 20, which is our vision for the cargo. So as you can see, this is we choose to go for long tail. As I was saying, we've been testing different solutions, like typical cargo with the box at the front. We've tested even like 3 wheels solution. We've been testing many solutions. But for us, the cargo was really the option that was the most versatile. That was also I was talking about the smiling machine at the beginning of the presentation. The long tail version was also the way to have a bike which is still super fun to ride, even so you will be loading products or people on that bike. So that was super important for us to keep that smiling machine, let's say, DNA. Wir werden uns jetzt auf die Reise begeben mit diesen Fahrrädern hier. Einmal ein bisschen rausfahren und dann mal sehen, was wir so erleben werden auf den nassen Straßen Hamburgs. Und hoffentlich bleibt es jetzt gerade so, wie es ist, weil jetzt haben wir gerade ein bisschen kein Wasser von oben, oder? Ja, doch, ein bisschen schon. Aber da ist die Elfi. Könnt ihr da sehen? Ja, wir legen jetzt los. So, das ist das Bike, mit dem ich jetzt fahren werde. Wir haben hier die Version mit der Enviolo, dem versteckten Riemen und echt einigen coolen Details. Ich werde euch das Bike gleich nochmal genauer zeigen, aber das gefällt mir schon echt cool. Auch der Lenker hier, der Moustache-Lenker, charakteristisch für die Räder von Moustache. Mal sehen, wie es beim Fahren ist. Ich habe jetzt gemerkt, die Sattelstütze geht nicht weit genug raus für mich. Also da muss ich mit dem Kompromiss leben. Aber so von der Ausstattung, von der Optik sieht es schon echt cool aus. Das funktioniert auch schon mal gut.
Fahrradfahren in Hamburg, das ist überhaupt nicht lustig. Aber das ist sehr entspannt hier. Kopfsteinpflaster. Natürlich rumpelt es ein bisschen am Lenker, aber der Reifen, der Schwalbe Pickup, den habe ich ja schon mal getestet, der ist einfach super für solche Sachen geeignet. Ich sitze nur wie ein Affe auf dem Schleifstein. So, erster Stopp hier, mitten in der Schanze. Wir haben jetzt die Möglichkeit, ein bisschen französische Lebensart zu genießen und uns ein paar französische Spezialitäten reinpfeifen zu können, beziehungsweise auch mitnehmen zu können. Und die Räder sollten sich auch relativ gut dafür eignen. Also bisher bin ich ganz zufrieden mit dem Rad. So, das ist komfortabel, auch ohne die Federgabel. Diese Rahmenform ist wirklich außergewöhnlich. Hier diese viereckige Form und auch die Verarbeitung. Richtig kann man das eingefangen. Das ist richtig schön glatt geschliffen. Und man sieht überhaupt keine Schweißnähte, also das gefällt mir sehr, sehr gut. Dann dieser Moustache-Lenker, der ist sicherlich sehr gut geeignet dafür, wenn man gemütlich Fahrrad fahren will und in einer sehr aufrechten Sitzposition fahren möchte. Wie gesagt, ich müsste den Sattel jetzt noch mal eine ganze Ecke weiter nach oben bringen. Ansonsten, ja, sehr unauffällig. Was ich halt cool finde, ist, dass hier der Riemen komplett versteckt ist. Also Moustache hat sich da nicht nur darauf verlassen, dass eben ein Riemen sowieso nicht dreckig werden kann oder nicht schmierig ist, sondern haben das trotzdem nochmal geschützt, damit wirklich auch nichts irgendwie, die Hose sich nicht drin verhängt oder ähnliches. Bislang sehr cool. Und es regnet weiterhin. Und wir sind jetzt hier bei Milo gewesen. Milo Feinkost. Yum, 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 yum. Ich bin mal gespannt, was die jetzt hier mitnehmen. Da ist auch mal ein Brot hier, ne? Und die werden jetzt auf die Räder verteilt. Hast du schon was angepackt? So, zweiter Shop. Bei Madeleine sind wir jetzt und eben ging es um Brot. Wir haben ganz viel Brot gekauft. Jetzt geht es, was holen wir jetzt? Gucken wir mal rein, was es hier gibt. Leckerbissen, was Süßes. Ja, gespannt. Also wir haben Brot, wir haben jetzt gleich Süßkram. Der kommt dann bei mir ins Fahrrad. Hier ist nämlich noch genug Platz. Also hier vorne auch großer Gepäckträger mit Eurobox-Normgröße und dann kann man hier noch mit diesem MIG-System vorne was befestigen. Hinten haben wir bei den Gepäckträgern mehrere Punkte, wo wir MIG-HD Dinge befestigen können. Und dann gibt es dafür dann Kindersitze, verschiedene Taschen, verschiedene Kisten und Boxen. Und wir haben jetzt diese hübschen Kunststoffboxen hier mit diesem Adapter unten dran. Und ich werde mal mein Rad zur Seite nehmen. Und aktuell hält das Wetter. Das ist natürlich auch eine ganz angenehme Geschichte, anders als erwartet. Ja. Mal sehen, was gleich wo reinkommt und mal sehen, wo wir gleich noch weiterhin fahren werden. Habe ich eigentlich Strava angemacht? Ja, habe ich, weil dann kann ich nachher auch schön sehen, wo diese ganzen Shops waren. So, und weiter geht's. Stopp Nummer 3 und es fängt wieder an zu regnen. Jetzt hier bei dem Weinhandel Passion Wien oder wie auch immer. Ihr Spezialist für französische Weine. Was für ein Zufall. Haben wir noch einen französischen Fahrradhersteller. Ihr versteht den Zusammenhang. Jetzt konnten wir mit dem Bike so ein bisschen noch mehr Kopfsteinpflaster befahren, über Treppen runter, durch den Matsch so ein bisschen. Meine Schuhe haben mal wieder gelitten. Natürlich. Ich bin der Cargo-Bike-YouTuber, der bei Schiedwetter in Hamburg mit weißen Schuhen durch die Gegend fährt. Wahrscheinlich bekomme ich gleich die ganzen Weinflaschen, muss dann extra vorsichtig fahren.
Aber das Bike, ja, das ist schon ganz cool gemacht. Also ich habe euch ja schon die Details gezeigt, die mir besonders gefallen. Das Design ist schon echt außergewöhnlich. Da hat sich Moustache wirklich fast bei gedacht. Auch mit diesem Ständer hier hinten. Der ist ein bisschen tricky, da muss man sich dran gewöhnen. Aber dass hier unten dann halt auch sehr viel Bodenfreiheit ist, das ist ja bei einem langen Fahrrad gar nicht so unwichtig, damit man nirgendwo aufschlägt. Und auch hier ein kleines Detail, das mir aber immer gut gefällt, wenn es hier einen Schmutzlappen gibt, damit das Rad nicht ganz so dreckig wird. Also ich habe noch viel Platz. Nee, den Wein den stecken wir schon selber ein. Den vertrauen wir nicht an. Das Schöne ist, jetzt haben wir hier auch so eine Tasche hier vorne drauf mit dem Korb. Da ist auch genug Platz zum Lenken, tatsächlich. Das ist ziemlich cool. So, fahren wir mal los. Jetzt hier mit der Kettenschaltung ausgestattet. Ich bin ja großer Fan von Kettenschaltung. Da hoch, eventuell. Ich brauche Schweiz, jetzt. Jetzt haben wir die Kettenschaltungsversion von dem Lundi 20. Und das wiegt etwa 31 Kilo, ist für 200 Kilogramm zugelassen, so wie die meisten anderen Long Johns auch. Longtails, sorry. Und sie haben das Ganze aber für deutlich größere Belastungen auch getestet. Also da kann man theoretisch mehr draufladen, man darf es aber per Norm nicht. Auf jeden Fall fährt es sich sehr angenehm. Wir haben jetzt die letzte Etappe, jetzt werden hier noch ein paar Bilder gemacht und dann fahren wir nach Hause bzw. zurück in die Location und werden uns die ganzen leckeren Sachen noch so ein bisschen reinpfeifen. Ich muss auch sagen, es ist ein hübsches Rad geworden. Sieht ganz schick aus. Was ich auch cool finde, die haben sich viele eigene Dinge einfallen lassen. Das hier zum Beispiel ist ein Teil aus recyceltem Kunststoff. Das ist nicht ein Schutzblech mit hier noch einem Seitenschutz, sondern das ist wirklich ein komplettes Teil, das sich komplett hier einmal rumzieht, damit das Hinterrad komplett geschützt ist und damit das auch während der Fahrt nichts reinkommt. So einen kleinen Griff, wo sich dann auch so ein Kind, das hier oben drauf sitzt, entweder so oder so mit so einer Rückenlehne dann noch gut festhalten kann. Und ja, also echt einige coole Ideen. Und auch diese neue Lösung mit dem Ständer hinten aus Aluminium, der also auch stabil ist, das gefällt mir ganz gut. Jetzt kommt hier Action rein, wir fahren weiter. Okay. Alles okay? Ja. Ja. Jetzt habe ich mich schön hingelatzt hier mit dem Testrad. Ich glaube, sie geben mir keins mehr zum Testen. Aber das Schöne an solchen Rädern ist, dadurch, dass wir hier vorne einen Gepäckträger haben und hinten diese Leiste, dass der Rahmen an sich komplett unversehrt ist. Es ist wirklich nur so hier so ein bisschen gekratzt. Und mein Knie und meine Hände. Das hier ist der Corpus Delicti. Da war ich wohl ein bisschen zu mutig hier bei den nassen Verhältnissen. Aber es ist sehr wendig. Und hier schön in den Mülleimer reingefahren. Naja, fahren wir weiter. So, jetzt wieder zurück. Ich habe Glück gehabt, die Kamera ist komplett unbeschädigt. Das Einzige, was angekratzt ist, ist mein Ego und die Fußleiste von dem einen Fahrrad. Und hier, also hier ist ein bisschen was am Gepäckträger vorne und hier ein bisschen was an der Fußleiste unten. Aber der Vorteil an diesen Teilen ist, dass die nicht die sind fest am Rad verbaut, aber das sind keine Rahmenteile, sondern die kann man im Zweifel auch austauschen. Insofern also ganz gut. Und jetzt muss natürlich hier das alles ein bisschen sauber gemacht werden und trocken gemacht werden. So, und wir werden uns jetzt die ganzen Spezialitäten, die wir auf dem Weg eingesammelt haben, hier ganz gemütlich reinpfeifen. Ist das Sekt oder ist das? Das ist natürlich Cremant. Ach ja, stimmt, Entschuldigung. Stimmt gar nicht. So, das ist mein erster Eindruck zum Moustache Lundi 20. Eine der beliebtesten Lastenradformen. Ein weiterer Hersteller geht darauf ein und baut nicht nur irgendein normales Fahrrad um, sondern entwickelt eins komplett neu mit ziemlich coolen Ideen. Ich hoffe, dass ich mal dieses Fahrrad in einem richtigen Test haben werde, Anfang 2022. Ich bin mit Moustache im Gespräch. Wenn ihr Fragen zu diesem Fahrrad habt, dann stellt sie mal unten in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.